Okay, dann fangen wir doch einfach mal an. Nochmal Hallo an alle und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute, in dem es um Weidehaltung und Biodiversität geht. Mein Name ist Nathalie und ich bin von der European Wilderness Society und heute für das Übersetzen zuständig. Das heißt, alles Inhaltliche, das wird unser Experte Vlado Vancura erklären. Ich bitte also um auch ein bisschen Nachsicht, falls ich vielleicht mal einen Begriff falsch übersetze. Die Weidewirtschaft ist normalerweise nicht mein Metier. Hi everyone and welcome to our webinar today on grazing and biodiversity. My name is Natalie. I'm from the European Wilderness Society and I am the translator today. For all questions, for everything regarding the content of this presentation, Vlado Vancura is our expert, and as I said, I'm just translating. So, first, some words on our Zoom etiquette. If you wish, turn your camera on. If you have any questions during the presentation, please ask them in the chat. After the presentation, you can just ask your questions orally with raising your hand and muting yourself. If you face any technical problems during this session, during our webinar, please refer to Damiano Zilio from EWS. Just write him a private message in the chat and he will try to help you. Zuerst die Zoom-Netiquette. Also wenn Sie möchten, schaltet gern die Kamera ein. Fragen während der Präsentation bitte einfach im Chat stellen. Die werden wir dann später beantworten. Und nach der Präsentation Fragen dann einfach mündlich stellen mit der Handhebefunktion und die Stummschaltung dann einfach aufheben. So now to our expert, Vlado Vancura. He has several decades of experience in many different countries on forestry and wilderness. Also, he's the deputy chairman of our organization, the European Wilderness Society. He is based in Slovakia, and he plays a crucial role in designating wilderness areas, particularly in forests, to meet the EU Biodiversity strategy for 2030 objectives in Europe. Vlado Vancura, unser Experte, der Sie heute durch das Webinar führen wird. Er hat mehrere Jahrzehnte Erfahrung in vielen verschiedenen Ländern im Bereich Forstwirtschaft und Wilderness. Außerdem ist er auch stellvertretender Vorsitzender der European Wilderness Society, kommt aus der Slowakei. Er spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Ausweisung von Wildernessgebieten, insbesondere in Wäldern, um die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 in Europa zu erreichen. Next up, the agenda. So first, there will be an introduction by Vlado about himself. Then he's going to talk about natural and managed grazing. He's going to talk about how grazing affects biodiversity, then about grazing and biodiversity, and then the impacts of overgrazing on biodiversity. And the last point will then be the management of grazing. Also Vlado wird sich jetzt zuerst selbst vorstellen, dann über natürliche und gelenkte Beweidung sprechen, wie Beweidung Biodiversität beeinflusst, wie beides zusammenspielt und dann auch über Überweidung sprechen. Und zum Schluss geht es dann noch um Weidemanagement. So I will give the word now to our expert, Vlado. Can you hear me now? Yes. Welcome, everybody. Thank you for attending this webinar. I am more than pleased to attend it and share my experience on this very attractive subject and very controversial as well, which is the agriculture of grazing versus biodiversity. Several decades ago, when I started my career in forestry, I thought that I will spend my life working in the woods and talking about the biodiversity.
Als ich vor einigen Jahrzehnten meine berufliche Laufbahn in der Forstwirtschaft begann, dachte ich, dass ich mein Leben damit verbringen würde, in den Wäldern zu arbeiten und über biologische Vielfalt zu sprechen. I never dreamed I would one day be focusing on biodiversity through the perspective of grazing and grazing impact on biodiversity. But Ich hätte mir damals nie träumen lassen, dass ich mich eines Tages auf Biodiversität konzentrieren würde, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Beweidung und eben der Auswirkungen der Weidehaltung auf die biologische Vielfalt. Let's start with a short introduction, kind of differences between natural and managed grazing. Wir fangen an mit einer kleinen Einführung über die Unterschiede zwischen natürlicher und gelenkter Beweidung. In this introductory series of my slides, I would intend to explain differences between the natural and man-managed grazing because they are quite significant. In den ersten Folien möchte ich jetzt die Unterschiede zwischen natürlicher und eben vom Menschen betriebener Beweidung erläutern, weil sie relativ wichtig sind. Simply saying, natural grazing is the most frequent land use on grasses ecosystems. It provides a critical ecological and biodiversity benefit. The key players in this context are all large herbivores. They have the big impact on their surroundings. By grazing, they change the structure and species composition of their environment. Die natürliche Beweidung ist die häufigste Landnutzung in Grünlandökosystemen. Sie hat entscheidende Vorteile für die Ökologie und die biologische Vielfalt dort. Zuständig dafür sind vor allem große Herbivore. Sie haben einen großen Einfluss auf ihre Umgebung. Und durch die Beweidung verändert sie dann die Struktur und die Artenzusammensetzung in ihrer Umgebung. In Central Europe, the most important large herbivores are basically red deer, roe deer, and wild boar. In the mountains regions, it is the chamois and ibex. Important role in the previous century, however, played European bison as well, and today extinct auroch and the wild horse. Bei uns in Mitteleuropa sind die wichtigsten großen Pflanzenfresser Rotwild, Rehwild und Wildschweine. In den Gebirgsregionen dann auch Gämse und Steinböcke. Eine wichtige Rolle spielten in früheren Jahrhunderten auch das europäische Bison und die heute ausgestorbenen Auer, Ochsen und Wildpferde. Large herbivores maintain natural meadows, support germination of the herbs and trees, and can even open the closed forest through the debarking or uprooting the trees. Natural grazing actually supports many species that cannot survive in a closed forest. Große Pflanzenfresser erhalten natürliche Wiesen, sie fördern die Keimbung von Kräutern und Bäumen und können sogar geschlossene Wälder durch Entrinden oder Entwurzeln von Bäumen öffnen. Die natürliche Beweidung unterstützt also viele Arten, die in geschlossenen Wäldern vorkommen. In managed grazing, domestic livestock are allowed outdoor to roam around and consume wild vegetation. In this process, they convert the otherwise indigestible cellulose within the grass and other forage into milk, meat, wool, and other animal products, often on land unsuitable for any other arable farming. Bei der Weidehaltung dürfen Nutztiere im Freien umherstreifen und Wildpflanzen fressen. Dabei wandeln sie die ansonsten unverdauliche Zellulose vom Gras und von anderen Futtermitteln in Fleisch, Milch, Wolle und andere tierische Produkte um. Und das oft auch auf Flächen, die für den Ackerbau ungeeignet wären. We have to be aware that human grazed animals since the beginning of the agriculture. Sheep and goats were domesticated by nomads before the first permanent settlements pop up around 7000 BC, before centuries. Seit den Anfang des Ackerbaus weiden die Menschen Tiere. Schafe und Ziegen wurden von Nomaden vor den ersten dauerhaften Siedlungen etwa 7000 vor Christus domestiziert. Besides highly positive benefit of grazing for human, the livestock grazing contribute to many negative aspects on the environment. This includes deforestation,
extinction of native wildlife, population of streams and rivers, even overgrazing, soil degradation, ecological disturbances, desertification, and generally impacting the ecosystem stability. Also neben den äußerst positiven Nutzen der Weidehaltung für den Menschen trägt die Weidehaltung von Tieren zu vielen negativen Auswirkungen auf die Umwelt bei. Das gehören die Abholzung von Wäldern, das Aussterben heimischer Wildtiere, die Verschmutzung von Bächen und Flüssen, Überweidung. Okay, Vlado, you need to slow down a bit, please, with clicking. Okay. Wait a second. Okay, let me It's take coming control. back. Okay, wait a second, let me take control for... Okay, so, also, neben diesen positiven Nutzen der Weidehaltung trägt die von Menschen betriebene Weidehaltung auch zu vielen negativen Auswirkungen bei, also die Abholzung von Wäldern, Aussterben heimischer Arten, Verschmutzung von Bächen und Flüssen, Überweidung, Bodenverschlechterung, ökologische Störungen, Wüstenbildung und sie verschlechtert auch die Stabilität von Ökosystemen. Okay, it is an extremely important activity, providing global livelihood to an enormous amount of people. It is estimated that the global for around 100 million people, particularly in the arid areas, grazing livestock is the only possible source of their livelihood. Die Weidewirtschaft ist eine äußerst wichtige Tätigkeit, die weltweit einer großen Anzahl von Menschen den Lebensunterhalt sichert. Es gibt Schätzungen, dass die Weidehaltung für rund 100 Millionen Menschen weltweit, insbesondere in Trockengebieten, die einzige Möglichkeit ist, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Nowadays, the long-term objective of managed grazing is to get as close as possible to the result of the natural grazing. This picture is shortly illustrating this ambitious objective and the processes. Das langfristige Ziel der von Menschen betriebenen Beweidung ist es heute, den Ergebnissen der natürlichen Beweidung so nahe wie möglich zu kommen. Das sieht man da auch auf dem Bild, das Vlado in seine Präsentation gepackt hat. So let's move to the next chapter and we will focus how grazing affects actually the biodiversity. Also wir kommen jetzt zum nächsten Kapitel und schauen uns an, wie Beweidung eigentlich die Biodiversität beeinflusst. It is already for decades very well known that the grazing generally has a very significant impact on the natural biodiversity. But let's shortly remind at the beginning of this chapter meaning of the two key words, biodiversity and grazing. Es ist bereits seit Jahrzehnten bekannt, dass die Beweidung im Allgemeinen einen sehr großen Einfluss auf die natürliche Biodiversität hat. Jetzt wollen wir aber zuerst zu Beginn des Kapitels kurz die Bedeutung der beiden Schlüsselwörter in Erinnerung rufen, und zwar Biodiversität und Beweidung. So what is biodiversity? Simply saying, biodiversity is a diversity of life. It is widely agreed that biodiversity is defined by diversity of genes, species, and also ecosystems of the region. Was ist also Biodiversität? Einfach gesagt, ist die Biodiversität die Vielfalt des Lebens. Es ist aber, man ist sich einig, dass damit die biologische Vielfalt durch die Vielfalt der Gene, Arten und Ökosysteme einer Region gemeint sind. So, we can also say that biodiversity plays a major role in maintaining the balance of the earth, and that everything around us very much depends directly or indirectly upon the biodiversity of different microorganisms, fungi, plants, and animals. Wir können auch sagen, dass die Biodiversität eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts auf der Erde spielt und dass alles um uns herum direkt oder indirekt von der Biodiversität der verschiedenen Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen und Tieren abhängt. So what is grazing, particularly managed grazing? Grazing is a method whereby the livestock are allowed outdoors to roam around
and consume the wild vegetation. They impact in pastures in not only consuming wild vegetation, but also physical trampling and other soil disturbances. Was ist jetzt also Weidehaltung, insbesondere bewirtschaftete oder gelenkte Weideführung? Das ist eine Möglichkeit oder eine Methode, bei der das Vieh im Freien umherstreift und die wilde Vegetation verzehrt. Die Auswirkungen auf die Weide sind nicht nur der Verzerr von Pflanzen, sondern auch das Zertrampeln des Bodens und andere Störungen. The purpose of grazing is harvesting the growing forage by animals instead of by machines. Grazing provides food, nutrition, and other benefits to the livestock. All herbivores are selective grazers. They select areas or plant species. Der Zweck der Beweidung ist die Ernte des wachsenden Futters durch Tiere statt durch Maschinen. Weidehaltung bietet dem Vieh Nahrung, Nährstoffe und andere Vorteile. Alle Pflanzenfresser sind selektive Weidegänger, das heißt, sie wählen ein Gebiet oder eine Pflanzenart aus. Managed livestock grazing has several impacts on vegetation. It changes diversity of the habitats by changing its structure, change the composition of the plant community, but also increase the productivity of selected species and improve the quality of the forage. Bewirtschaftete Viehweiden haben mehrere Auswirkungen auf die Vegetation. Die Veränderung der Vielfalt des Lebensraums durch Veränderung seiner Struktur, Veränderung der Zusammensetzung der Pflanzengemeinschaft, aber auch eine Steigerung der Produktivität ausgewählter Arten und eine Verbesserung der Futterqualität. So what is a livestock? How do we understand that? In Central Europe, the word livestock usually includes the farm animals, such as cattle, sheep, pigs, goats, but also horses and donkeys. Was sind also Nutztiere? In Mitteleuropa umfasst das Wort in der Regel Nutztiere wie Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Pferde oder Esel. During grazing, intensity of defoliation varies among the individual plants. As a result of non-uniform use of plants and patches, grazing can change the diversity of habitats for both plants and animals. Beweidung kann also die Diversität von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere verändern. Grazing occurs extensively around the majority of European countries. Livestock is grazed on a land usually unsuitable for arable farming. Weidehaltung ist in den meisten europäischen Ländern weit verbreitet. Das Vieh wird auf Flächen geweidet, die normalerweise nicht für den Ackerbau geeignet wären. The relationship between diversity and grazing is a complex issue, discussed already for several decades. It is the relationship evolved ever since grazing animals were on the landscape. Die Beziehung zwischen biologischer Vielfalt, Biodiversität und der Beweidung ist sehr komplex, und ein Thema, das bereits seit Jahrzehnten diskutiert wird. Es sind Beziehungen, die sich entwickelt haben, seit es Weidetiere in der Landschaft gibt. Grazing can create positive but also negative effects on the biodiversity. For example, continuous heavy grazing and trampling can result that the rare species are disappeared from grazed land. Simultaneously, land traditionally used for grazing can suffer from the biodiversity perspective when grazing is suddenly abandoned. Die Beweidung kann positive und negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben. Kann beispielsweise eine kontinuierliche starke Beweidung und das Zertreten dazu führen, dass seltene Pflanzen von den beweideten Flächen verschwinden. Und gleichzeitig können traditionell für die Beweidung genutzte Flächen unter dem Gesichtspunkt der Biodiversität leiden, wenn die Beweidung im Übermaß erfolgt. Relationship between biodiversity and grazing is very complex. Well-managed grazing changes species composition, but can also create a species diversity. That means that influence ecosystem functions, such as ecosystem productivity. Eine gut geführte Beweidung verändert die Artenzusammensetzung und kann auch die Artenvielfalt erhöhen. Das bedeutet aber auch, dass die Ökosystemfunktionen wie zum Beispiel die Produktivität des Ökosystems beeinflusst werden.
This process can increase the chance that a new and particularly productive species important for livestock are introduced in the community, but also that livestock introduce aggressive and invasive species. Dieser Prozess kann die Chancen erhöhen, dass eine neue und besonders produktive Art, die für die Viehzucht wichtig ist, in die Gemeinschaft eingeführt wird, aber auch, dass Nutztiere aggressive und invasive Arten einführen. Poor grazing management can also result in contamination of surface and subsurface water through bacterial contamination, nutrition overenrichment, and soil erosions from the pastures. This can dramatically impact biodiversity for several decades and decrease also quality of pastures. Ein schlechtes Weidemanagement kann auch zur Verunreinigung von Oberflächen und Grundwasser führen, zu Nährstoffüberanreicherung und Bodenerosion von Weiden. Außerdem kann die biologische Vielfalt über mehrere Jahrzehnte hinweg dramatisch beeinträchtigt werden und auch die Qualität der Weiden verringert werden. So how grazing affected the biodiversity? Summarize this chapter, we can say that grazing in certain conditions, specific conditions, can significantly enrich biodiversity. This can create interesting model how to combine man efforts to produce the food and simultaneously protect a certain biodiversity composition. Wie wirkt sich jetzt also die Beweidung auf die Biodiversität aus? So zusammenfassend können wir sagen, dass die Beweidung unter bestimmten Bedingungen die Artenvielfalt bereichern kann. Es kann auch ein interessantes Modell dafür sein, wie man die Bemühungen des Menschen um die Produktion von Nahrungsmitteln und den gleichzeitigen Schutz einer bestimmten Zusammensetzung der Biodiversität miteinander verbinden kann. So that was this chapter. Let's go moving forward and focusing now a little bit more on grazing and biodiversity. Wir fokussieren uns jetzt ein bisschen mehr auf Beweidung und Biodiversität. Oh, come on. Yeah. Issue of grazing and biodiversity pop up pretty much in the middle of 80s, last century, when the planet's biodiversity crisis burst both as a critical conservation issue. Until then, only few researchers and nature conservationists think about the link and interaction between grazing and biodiversity. Das Thema der Beweidung und der Biodiversität tauchte Mitte der 80er auf, als die Krise der Biodiversität als kritisches Naturschutzthema aufkam. Bis dahin dachten nur wenige Forschende und Naturschützende über den Zusammenhang und die Wechselwirkung zwischen Beweidung und Biodiversität nach. This step, however, significantly warmed up discussion between farmers and nature conservationists. The issue of livestock grazing and biodiversity became important conservation subject heavily discussed on many forums. Dieser Schritt hat jedoch die Diskussion zwischen Landwirten und Naturschützern deutlich angeheizt. Die Frage der Weidehaltung und der biologischen Vielfalt wurde zu einem wichtigen Naturschutzthema, das in vielen Foren heftig diskutiert wurde. It is important to understand that to protect and maintain biodiversity of pastures is usually not the main objective of grazing. Man-made grazing could be a good tool how to maintain only certain type of biodiversity linked to the open meadows and pasture smartly managed by the humans. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Schutz und die Erhaltung der Artenvielfalt von Weiden normalerweise nicht das Hauptziel der Beweidung ist. Die künstliche Beweidung könnte ein gutes Instrument jedoch sein, um nur eine bestimmte Art von Biodiversität zu erhalten, die mit den offenen Wiesen und Weiden verbunden ist, die vom Menschen intelligent bewirtschaftet werden. It can seem that grazing versus biodiversity is a new issue. The truth is, however, much more complex. Grazing versus biodiversity is with us already for several decades, maybe even longer. Complexity of this issue illustrates a number of bias and prejudice linked to this subject. Es kann jetzt den Anschein haben, dass Beweidung und Artenvielfalt ein neues Thema sind. Die Wahrheit ist jedoch viel komplexer. Das Thema Beweidung und Biodiversität beschäftigt uns bereits seit mehreren Jahrzehnten, vielleicht sogar noch länger. Die Komplexität dieses Themas verdeutlicht eine Reihe von Vorurteilen, die damit verbunden sind.
Important starting point, if managers would like to combine and make effective grazing good for the livestock and also for biodiversity, they should implement a well-prepared grazing plan. Ein wichtiger Ansatzpunkt. Wenn die Bewirtschafter von Weideflächen die effektive Beweidung mit dem Nutzen für die Tiere und die Biodiversität kombinieren möchten, sollten sie einen gut vorbereiteten Beweidungsplan umsetzen. For example, the grazing plan should define not only number of livestock per grazing plot, but also the proper degree, intensity, and rotating system of the grazing. So sollte der Beweidungsplan nicht nur die Anzahl der Tiere pro Weidefläche festlegen, sondern auch den richtigen Grad, die Intensität und das Rotationssystem der Beweidung. There are a number of examples and experience illustrating that smartly implemented grazing plan can significantly increase not only benefit of grazing, but also maintain a variety of habitat benefit for the biodiversity. Es gibt eine Reihe von Beispielen und Erfahrungen, die zeigen, dass ein intelligent umgesetzter Beweidungsplan nicht nur den Nutzen der Beweidung erheblich steigert, sondern auch eine Vielzahl von Lebensraumvorteilen für die Artenvielfalt erhalten kann. Experience show that to maintain or create diversity of vegetation at the pasture, it's important to maintain healthy pastures. Any attempt to implement a static management paradigm on the pastures very often widely used can ultimately result in decreased biodiversity. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Erhaltung oder Schaffung einer vielfältigen Vegetation auf der Weide wichtig ist, um eine gesunde Weide zu erhalten. Jeder Versuch, ein statisches Bewirtschaftungsparadigma auf der Weide umzusetzen, das sehr häufig angewandt wird, kann letztendlich zu einer Verringerung der Artenvielfalt führen. A reason of that is because such an approach fights with the ecological processes that control the development of the meadows, particularly man-made meadows, for example, spontaneous succession or invasion of the exotic species. Der Grund dafür ist, dass ein solcher Ansatz mit den ökologischen Prozessen kämpft, die die Entwicklung von Weiden, insbesondere von künstlich angelegten, steuern. Also wie spontane Sukzession oder die Invasion von invasiven Arten. Proper implementation of comprehensive grazing management plan can provide not only a long-term profitability of the grazing, but also can significantly support watershed filtration, groundwater recharge, and providing the quality water. Die ordnungsgemäße Umsetzung eines umfassenden Weidemanagementplans kann nicht nur für eine langfristige Rentabilität der Beweidung sorgen, sondern auch zum Beispiel die Filterung von Wassereinzugsgebieten, Grundwasseranreicherung und Bereitstellung von hochwertigem Wasser erheblich unterstützen. Implementation of grazing management plan includes a number of activities and smart steps such as helping to cycle nutritions and build a healthy soil, reducing the amount of fertilizer needed, or distributing livestock manure across a wide area. Die Umsetzung des Weidemanagementplans umfasst eine Reihe von Aktivitäten und intelligenten Schritten, wie zum Beispiel die Unterstützung des Nährstoffkreislaufs und des Aufbaus gesunder Böden, Verringerung der benötigten Düngemittel und Verteilung des Viehdüngers auf einer größeren Fläche. European experience with implementation of the grazing management plan. There are positive areas where decades-long grazing is still producing high-quality grass and simultaneously very attractive biodiversity, but also a negative, continued badly done and implemented grazing techniques completely degraded natural or man-made pastures and damaged biodiversity. Europäische Erfahrungen mit der Umsetzung eines Weidemanagementplans. Positive. Gebiete, in denen jahrzehntelange Beweidung immer noch hochwertiges Gras und gleichzeitig eine sehr attraktive Artenvielfalt hervorbringt. Negative. Fortgesetzte, schlecht ausgeführte Beweidungstechniken haben die natürlichen oder künstlich angelegten Weideflächen vollständig degradiert und schaden der Artenvielfalt. Proper grazing use is generally considered as the most ecologically suitable form of agriculture. But it is also important to understand that actively managed grazing area is actually maintaining certain pretty much limited momentum of spontaneous biodiversity dynamics.
Die ordnungsgemäße Weidenutzung gilt allgemein als die ökologischste und nachhaltigste Form der Landwirtschaft. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass aktiv bewirtschaftete Flächen eine gewisse, ziemlich begrenzte Dynamik der spontanen Biodiversität aufrechterhalten. That means that because of intensive man-made grazing, meadows are maintained in a certain stage of biodiversity dynamic. Spontaneous biodiversity dynamic, which normally is happening in any kind of meadows without man-made grazing, is blocked. Das bedeutet, dass die Weiden durch die intensive menschliche Beweidung in einem bestimmten Stadium der Biodiversitätsdynamik gehalten werden. Die spontane Biodiversitätsdynamik, die normalerweise auf jeder Art von Weide ohne menschliche Beweidung stattfindet, wird daher blockiert. This dynamics means that natural meadows biodiversity is during the year naturally changing species composition, often successfully competing with invasive plants or even shrubs. Diese Dynamik bedeutet, dass sich die Artenvielfalt auf natürlichen Weiden im Laufe der Jahre natürlich verändert und oft erfolgreich sogar mit invasiven Pflanzen oder sogar Sträuchern konkurriert. This is a process when grassy plants are struggling to keep open meadows with the help of herbivores in a wild ecosystem by wild herbivores, in a man-made ecosystem by domestic livestock. Das ist ein Prozess, bei dem Graspflanzen mit Hilfe von Pflanzenfressern darum kämpfen, die Weiden offen zu halten. In wilden Ökosystemen mit wilden Pflanzenfressern und in von Menschen geschaffenen Ökosystemen mit Haustieren. In this process, impact of wild herbivores slow down the succession. Impact of domestic livestock and farmers' active management can completely block the succession. Result of this second process is more or less stable grassy process, species composition needed for domestic livestock grazing. Bei diesem Prozess verlangsamt der Einfluss von Wildfressern die Sukzession und der Einfluss von Nutztieren und die aktive Bewirtschaftung durch den Landwirt können die Sukzession auch vollständig blockieren. Das Ergebnis des zweiten Prozesses ist dann eine mehr oder weniger stabile Zusammensetzung der Grasarten, die für die Beweidung durch die Nutztiere benötigt wird. In the summary, we can say that managed grazing is an important management technique supporting sound grazing and simultaneously maintaining interesting biodiversity. Nevertheless, it's important to keep in mind that if not properly managed, man-made grazing can significantly limit pasture biodiversity. Zusammenfassend können wir sagen, dass die kontrollierte Beweidung eine wichtige Managementtechnik ist, die eine gesunde Beweidung unterstützt und gleichzeitig eine interessante Artenvielfalt erhält. Noch ist es wichtig zu bedenken, dass die künstliche Beweidung die biologische Vielfalt auf den Weiden erheblich einschränken kann, wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. So let's move to the next chapter, number 5, how overgrazing impacts biodiversity. Wir machen weiter mit dem Kapitel 5, und zwar wie Überweidung die Biodiversität beeinflusst. It is not easy to find a single piece of land on our globe which is not impacted by herbivore grazing. That kind of land can be found highly above the vegetation line in the mountains, maybe very small islands far away from the mainland, and land across the Earth poles. Es ist nicht leicht, ein einziges Stück Land auf unserer Erde zu finden, das nicht durch die Beweidung durch Pflanzenfresser beeinflusst ist. Diese Art von Land findet man hoch über der Vegetationsgrenze in den Bergen, vielleicht auch auf sehr kleinen, weit vom Festland entfernten Inseln und an den Polen. It is obvious that grazing is a very important element of ecological processes worldwide. However, there are the big differences to have a land appropriately grazed by livestock or overgrazed land. Es liegt auf der Hand, dass Beweidung weltweit ein sehr wichtiges Element ökologischer Prozesse ist. Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen einem angemessen beweideten Land und einem überweideten Land. Besides that, it is important to distinguish impact of the wild grazer and domestic livestock. To simplify this complex subject, we can say that the wild grazers only exceptionally overgrazed a land. Außerdem ist es wichtig, zwischen den Auswirkungen von wilden Weidetieren und Haustieren zu unterscheiden.
Um dieses komplexe Thema zu vereinfachen, können wir sagen, dass wilde Weidetiere nur ausnahmsweise überweitetes Land beanspruchen. Overgrazing occurs when the consumption of the vegetation biomass by livestock exceeds the vegetation ability to recover in a timely fashion. This is exposing the soil and reducing the vegetation's productive capacity. Überweidung liegt vor, wenn der Verbrauch von Biomasse der Vegetation durch das Vieh die Fähigkeit der Vegetation übersteigt, sich rechtzeitig zu erholen. Dadurch wird der Boden freigelegt und die Produktionskapazität der Vegetation verringert. Overgrazing occurs when plants are exposed to intensive grazing for extended period of time. Graze cover is depleted, leaving bare, unprotected patches of the soil. Überweidung tritt auf, wenn Pflanzen über einen längeren Zeitraum einer intensiven Beweidung ausgesetzt sind und wenn die Grasnarbe so dezimiert wird, dass kahle, ungeschützte Stellen im Boden zurückbleiben. Overgrazing can be caused by idle livestock in poorly managed agricultural land, but also in game reserves or natural reserves with improper management. Überweidung kann entweder durch Nutztiere in schlecht bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen, aber auch in Wildreservaten, in Naturreservaten mit unsachgemäßer Bewirtschaftung verursacht werden. Overgrazing is many times launching process of desertification and erosion and can be created conditions to spread invasive species. On the other side, livestock get often overgraze land due to the bad management. Überweidung ist oft der Auslöser für Wüstenbildung und Erosion und kann die Voraussetzungen für die Verbreitung invasiver Arten schaffen. Auf der anderen Seite überweitet der Viehbestand das Land oft aufgrund schlechter Bewirtschaftung. Negative impact of overgrazing includes overgrazing typically increased soil erosion. It continued overgrazing is increasing degradation. Native species are especially vulnerable. Negative Auswirkungen der Überweidung. Überweidung verstärkt in der Regel Bodenerosion. Fortgesetzte Überweidung stellt eine zunehmende Verschlechterung dar und einheimische Arten sind besonders gefährdet. The most common consequences of the livestock overgrazing is that very often abundance of wide spectrum of the flora and fauna is impacted and modified. Biodiversity is changed and very frequently species dynamic is reduced. Die häufigste Folge der Überweidung durch Nutztiere sind, dass sehr oft die Fülle eines breiten Spektrums von Flora und Fauna beeinträchtigt und verändert wird und die Biodiversität verändert wird und sehr häufig die Dynamik der Arten auch verringert wird. In the summary, we can say that overgrazing caused by man, first of all, reduces the biodiversity, has a dramatic impact on ecosystems, often can be reserved or prevented by the removing grazer in order to give the plants time to recover. Zusammenfassend können wir sagen, dass die vom Menschen verursachte Überweidung Artenvielfalt reduziert, einen dramatischen Einfluss auf Ökosysteme hat und oft durch die Entfernung vom Weidevieh rückgängig gemacht oder auch verhindert werden kann, um den Pflanzen Zeit zur Erholung zu geben. Overgrazing reduces biodiversity because it damages natural ecosystem that native species need for food and also increased erosion. Overgrazing happens when human control population of livestock are allowed to graze too much in the natural rangelands. Überweidung verringert die Biodiversität, weil sie natürliche Ökosysteme schädigt, die einheimische Arten als Nahrung benötigen und die Erosion verstärkt. Überweidung tritt dann auf, wenn vom Menschen kontrollierte Viehbestände in natürlichen Weidegebieten zu viel grasen dürfen. So, coming to the one of the last subject, management of the grazing. Wir kommen jetzt zum letzten Thema, nämlich Weidemanagement. Grazing can be done also in a very smart and sustainable way. There are a number of examples which can illustrate these human skills. Appropriate grazing management provide not only food and other products, but can also provide various biodiversity benefits. Beweidung kann auch auf eine sehr intelligente und nachhaltige Weise erfolgen. Es gibt eine Reihe von Beispielen, die diese menschlichen Fähigkeiten veranschaulichen können.
Ein angemessenes Weidemanagement liefert nicht nur Nahrungsmittel und andere Produkte, sondern kann auch verschiedene Vorteile für die biologische Vielfalt mit sich bringen. Grazing management is a process of organizing livestock to make the best use of the pastures grown, or managing the frequency and intensity that livestock graze pastures. Unter Weidemanagement versteht man die Organisation des Viehbestands, um die angebauten Weiden optimal zu nutzen, oder die Steuerung der Häufigkeit und Intensität, mit der das Vieh auf den Weiden weidet. Well done management grazing is usually recommended as a first condition to deal with a pasture large enough that provide unnecessary flexibility for managers to properly handle livestock. Ein gut geführtes Weidemanagement wird normalerweise als erste Bedingung für ausreichend große Weiden empfohlen. Das bietet unnötige Flexibilität für Nutztierhalter, um die Tiere richtig zu behandeln. Following important condition is supplement of the minerals, salt, and water. All these elements are critically important for smart livestock management. If water and minerals are available only at a few widely scattered points when pastures are used very unevenly, this is a very frequently happening in the mountains with limited access to the water and mineral resources. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die Zufuhr von Mineralien, Salz und Wasser. Alle diese Elemente sind von entscheidender Bedeutung für eine intelligente Viehhaltung. Wenn Wasser und Mineralien nur an wenigen weit verstreuten Stellen verfügbar sind, werden die Haltungsbedingungen sehr ungleichmäßig genutzt. Dies ist in den Bergen mit begrenztem Zugang zu den Wasser- und Mineralienressourcen sehr häufig der Fall. Another effective tool is also to combine grazing with several livestock species. For example, sheep and goats, possibly also horses. Goats' patterns of grazing well combine with the grazing patterns of sheep. Simply saying, grass and bushes left by sheep are grazed by the goats. Ein weiteres wirksames Instrument ist die kombinierte Beweidung durch mehrere Tierarten, zum Beispiel Schafe und Ziegen, möglicherweise auch Pferde. Die Weidemuster von Ziegen lassen sich gut mit denen von Schafen kombinieren. Einfach gesagt, Gras und Büsche, die von Schafen verlassen werden oder verabscheut werden von Ziegen abgeweidet. In some areas, also control prescribed burning can maintain quality of pastures and also further enhance community and landscape diversity of pastures. In einigen Gebieten kann auch das kontrollierte Abrennen die Qualität der Weiden erhalten und die Vielfalt der Lebensgemeinschaften und der Landschaft auf den Weiden weiter verbessern. So, conclusions. Jetzt zum Fazit. Relationship between biodiversity and grazing is complex and has been involved ever since grazing animals were on the landscape. This millennia-long interaction proves that grazing can create positive, but also the negative effects on the biodiversity. Careful and smart grazing can trigger enormous wave of the plant diversity, popping up various, often rare species. On the other side, the continuous heavy grazing and trampling can result in that rare species are outplaced, plant communities can completely degrade, and grassy slopes can even end up with erosion. Die Beziehung zwischen Biodiversität und Beweidung ist komplex und hat sich entwickelt, seit es Weidetiere in der Landschaft gibt. Diese jahrtausendelange Wechselwirkung beweist, dass die Beweidung positive, aber auch negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben kann. Sorgfältige und intelligente Beweidung kann eine enorme Welle der Pflanzenvielfalt auslösen, bei der verschiedene, oft seltene Arten auftauchen. Andererseits kann die ständige starke Beweidung und das Zertrampeln dazu führen, dass seltene Pflanzen verdrängt werden, Pflanzengemeinschaften völlig degradiert werden und grasbewachsene Hänge sogar der Erosion zum Opfer fallen können. Majority of European territory was impacted by centuries of grazing. Grazing-free areas are in Europe really rare. Grazing together with the deforestation were actually the most common historical activities throughout the all European countries and leave very significant impact, very visible even today. Consequences of that significantly affect on biodiversity Europe-wide.
Der größte Teil des europäischen Kontinents wurde durch jahrhundertelange Beweidung beeinflusst. Weidefreie Gebiete sind in Europa sehr selten. Die Beweidung war zusammen mit der Abholzung der Wälder die häufigste historische Aktivität in allen europäischen Ländern und hinterlässt auch heute noch sehr deutliche Auswirkungen. Die Folgen davon hatten erhebliche Auswirkungen auf die Biodiversität in ganz Europa. In the face of climate change and growing demand for agriculture productivity, future pastures on grassland ecosystem can likely be the further intensified. In this context, current grazing is an important process when humans, through his activity, try to combine the produce of food and simultaneously maintain balance of the ecosystem stability. Angesichts des Klimawandels und der wachsenden Nachfrage nach landwirtschaftlicher Produktivität wird sich der Druck auf die Grünlandökosysteme in Zukunft wahrscheinlich noch weiter verstärken. In diesem Zusammenhang ist die derzeitige Beweidung ein wichtiger Prozess, weil der Mensch durch diese Tätigkeit versucht, die Erzeugung von Nahrungsmitteln mit der gleichzeitigen Aufrechterhaltung des Gleichgewichts des Ökosystems zu verbinden. So, that was a series of the issues I wanted to share with you, and hopefully that can stimulate some discussion and even the questions during the following few minutes. Ja, danke. Gibt es Fragen? Einfach die Hand heben und dann genau die Frage stellen. Are there any questions? Just raise your hand and then ask the question. Look, we have to be, maybe I can put a few additional words before some questions pop up. We have to be really aware that this relationship, grazing and biodiversity, is a very hot issue currently also on a political level. Okay, may I interrupt, Vlado? Herbert Plessel has a question. Auf Deutsch, Vlado hat gerade nur gesagt, dass dieses Thema gerade sehr heiß diskutiert wird politisch. Und jetzt bitte Herbert Plessel einfach sprechen. Okay, can I continue? Are you going to come with a Yeah, no, wait a second, Vlado. Yeah, wait, Vlado. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Ich stelle die Frage auf Deutsch, übersetzen hoffentlich. Und zwar, Weiden sind ja eigentlich ideal als Kohlenstoffsenken im Kontext oder in der Diskussion Klimaschutz, Klimawandel. Lässt sich das irgendwo politisch ausbauen, dass man sozusagen Weidekultur, Weidelandschaften fördert? Das wäre meine Frage. Danke. Okay, einen kleinen Moment. So, the question was that meadows are an effective tool in, well, combating climate change. So is there any possibility of, well, political or public funding? That's a issue of from maybe from the different sector, but definitely we already learned that there are certain financial tools which can be used to support the protection and smart livestock management, particularly these flourishing meadows, because of biodiversity as additional argument, and that finding is usually available on 2 or 3 different levels. Obviously, locally, that depends if local government really understand that this is a part of the local life of the local people. And I can continue later, please. Ja, okay, das ist eine Frage aus einem anderen Sektor auf jeden Fall. Das ist Vlado ja auch nicht der Ansprechpartner, aber er meint, dass es schon recht viele Fördermöglichkeiten gibt auf verschiedenen Ebenen, also lokal, aber dann auch EU-weit oder landesweit. Okay, there's a question. Local commitment. I just would like to continue finish my answer. So besides this local interest and local commitment of local politicians and decision makers, there is obviously national level.
there are several countries which spend quite a lot of resources and capacity to providing support and resources to maintain in certain level the smart management of the livestock. Also Vlado meint, dass es schon recht viele Länder gibt, die eine ja, intelligente Nutzung von Weidetieren auch finanziell unterstützen. And then obviously the third level is the European Union. There are a number of projects under the umbrella of Project Life, which can provide this kind of funding. To be honest, it is not so easy. There is a huge competitions, but there are tools available. The important is to strictly believe that area what you have an interest to get involved to protect the biodiversity together with livestock, it's a good one, and you can have a very good partners to achieve the goals. Die dritte Ebene ist dann die EU-Ebene, auf der es auch Förderungen gibt, vor allem durch die Live-Programm-Schiene. Das ist wichtig, also obwohl es sehr schwer ist, natürlich daran zu kommen, und weil es sehr viele Bewerber für diese Projekte gibt. Das Wichtige ist nur, dass man gute Partner hat für die Fläche und eben auch eine gute Fläche, wo es Sinn macht. There's a question in the chat, Vlado. I'm going to read it out to you. Are there any management plans implemented in Slovakia in cooperation with shepherds and pastorists? Also ob es in der Slowakei Managementpläne gibt, wo Hirtinnen und Hirten mit Weidetierhaltern zusammenarbeiten. In this moment, it is important to say that in the usually northern part of Slovakia used to be the very traditional way for grazing. Livestock, that means cows, but also mostly also the sheep. There is a long tradition. There was a lot of projects funded locally to protect the result of these traditions, open air museum, etc. However, it is important to understand that the mountain grazing, particularly in the mountains like Tatras or Fatras, they are getting more and more rare. Access, it's an issue. And more people and grazers and shepherds are coming to the foothills, to the easy accessible, where even soil and conditions to maintain the meadows are much more easier. And there are this kind of... Okay, hold on a second, please. Sorry. Okay. Thanks. Also Vlado sagt, dass die Weidehaltung in der Slowakei eine große Tradition hat, dass es zum Beispiel auch so Open-Air-Museen gibt, also das ist tatsächlich weit verbreitet, dass aber vor allem die Weidehaltung in den Bergen, in den Tatra-Gebirge sehr selten wird, vor allem wegen der schwierigen Erreichbarkeit. Also es geht tatsächlich viel um die Erreichbarkeit. In the region where I am coming from, that's the southern foothills of the West Tatra Mountains, there are several nice examples where actually group of local peoples decided to maintain this kind of traditional activities. And what is interesting, they basically combine grazing activity with a business oriented, selling the products, provide of meals, sell the cheese and things like this, to provide attractive reasons for people to come and visit and learn. Also da, wo Vlado herkommt, vom südlichen Teil der Tatra, da gibt es tatsächlich noch Menschen, die Weidetiere halten und das dann aber ganz klar mit ökonomischen Aspekten verbinden. Sie verkaufen dann die Produkte oder bieten Essen an. Also sie verbinden das, um auch Menschen zu sich zu locken. Okay. Okay, another question. Was there another question? Okay, so Gita, I'll first read the question in the chat and then you are up. Okay, Vlado, so what do you think about using water buffaloes?
I know that this starts to be or used to be quite attractive issue which has been implemented in the southern part of Carpathian Mountains in a country like Romania. To be honest, I don't have the clue how they are effectively and obviously very attractive. Nevertheless, the buffaloes are definitely not suited species to graze mountain meadows, very much in the foothills and in a lower elevation, simply because of size and because they impact on the soil. Okay, also Vlado hat jetzt direkt keine Erfahrung mit Wasserbüffeln. Er weiß, dass es Projekte zum Beispiel gibt in den Südkarpaten, in Rumänien. Und er denkt aber, dass Wasserbüffel auf jeden Fall nicht für die Berge geeignet sind, einfach wegen ihrer Größe, wegen ihres Gewichts und den daraus resultierenden Einfluss genau auf den Boden auch. Okay, so Gita, are you still here? Hello. Hi. Thank you for a very nice presentation and beautiful photos from Tatra Mountains. I would like just to point out that we graze with water buffaloes together with wild horses, but of course in lowland meadows, which is very watery, like waterland. And I wanted to ask Vlado, in Czech Republic, our highest mountains most of them are part of national parks. In the national parks, there is following the law, there is no active management. That's just for watching the natural processes of the nature. So unfortunately, the key rules, the wild grazers are not there anymore. And we would like to save some of the mountains habitats by control grazing. I would like to ask Vlado, how is this in Slovakia, if they can graze in national parks? Okay, also Vlado, let me quickly translate, please. Also zuerst hat Gita angemerkt, dass sie in Tschechien, denke ich, weil sie kommt aus Tschechien, mit Wasserbüffeln und auch Wildpferden beweiden. Natürlich nur im Flachland. Und dann ihre Frage war bezüglich Nationalparks, wo nicht menschlich interveniert wird. Und es eben keine Wildtiere mehr gibt, die weiden. Was ist da der Ansatz in der Slowakei, wo Vlado ja herkommt? Wird in Nationalparks kontrolliert beweidet? Okay, there you go, Vlado. First of all, in Slovakia, the situation is very diverse, from protected area to another one. History of this protected area is very good to know if we want to make some kind of judgment how to deal with the grazing inside the protected areas. I will continue, you can just translate. Okay, also zuerst die Situation in der Slowakei ist sehr unterschiedlich. Da geht es ob es in den Naturschutzgebieten ist oder nicht. Okay. We have protected areas, like old ones, strictly protected, Tatra National Park, where since the beginning was a decision already in the 50s that grazing will be removed from the whole alpine zone. Okay, also es gibt sehr alte Naturschutzgebiete, wie zum Beispiel der Tatra Nationalpark. Da wurde von Beginn an beschlossen bei Gründung, dass es keine Beweidung in den Bergen mehr gibt. In one side, it become excellent example in the whole Carpathian Mountains, where the grazing is already removed for more than 70 years, and we can see the spontaneous natural revegetation. Das heißt, es ist ein gutes Beispiel, weil da eben seit 70 Jahren nicht mehr beweidet wird und man jetzt sehen kann, wie sich die Pflanzen, die Natur wieder natürlich entwickelt. But then there are a number of younger protected areas, also in the Carpathian part of Slovakia, where grazing is still in certain level maintained.
Nevertheless, there are some restrictions. Also es gibt neben diesen alten Naturschutzgebieten wie den Tatra Mountains auch jüngere Naturschutzgebiete, auch in den Karpaten, wo teilweise Beweidung erlaubt wird. You have to understand that each protected area in Slovakia, they have a management plan and zoning system. There are zones where grazing is stopped, strictly controlled and not allowed. But then there are zones where grazing is used as a biodiversity maintain tool. So grazing is allowed. Okay, also es gibt in jedem dieser Schutzgebiete in der Slowakei Managementpläne und ein Zoning-System. In manchen davon ist Beweidung eben erlaubt und in manchen davon ist Beweidung erlaubt. So summarizing, situation is very diverse. There are areas with, but also without grazing. Okay, also als zusammenfassend, die Situation ist sehr unterschiedlich, weil es eben Teile der Slowakei gibt, Naturschutzgebiete, wo es erlaubt ist und eben auch nicht. Sometimes the biggest challenge is actually to encourage people to continue grazing because of biodiversity concern. Manchmal ist die größte Herausforderung, die Leute zu ermutigen, weiterzumachen mit der Weidehaltung, mit der Weidebewirtschaftung, eben aus Biodiversitätsgründen. So that's just additional comment. I don't know if I correctly or satisfied your question. Just let's continue. Okay, so I will read another question from the chat, Vlado. From Irina. From the point of view of development of wilderness areas, how does grazing go with that? Is it better to either stop grazing and leave nature to develop, which means a definitely change in biodiversity, or is it better to continue managed grazing to keep the biodiversity, which was formed here because of artificial grazing? And then it won't be a wilderness area anymore. So I'll quickly translate to German. Also Irina fragt aus dem Gesichtspunkt von Wilderness Areas, also Wilderness, was heißt Gebiete, wo überhaupt nicht interveniert wird von Menschen. Also wie spielt das mit der Beweidung zusammen? Ist es besser, die Beweidung zu stoppen und denn die Natur sich wieder selbst zu überlassen, so wie man das im Wilderness-Konzept eigentlich macht. Das heißt dann auch, dass die Biodiversität sich verändert. Oder ist es besser, es bei der Beweidung zu lassen, um die Biodiversität, die sich vorher dadurch schon geformt hat, zu unterstützen? Okay, did you get that question, Vlado? Yes. Okay, perfect. It is quite simple. Yeah. If we want to have a wilderness, then there is no room for grazing by livestock. There is a room for grazing by native grazers, what I mentioned in the presentation. If they are missing, then there is a room for projects how to reintroduce them to that locations. Okay, so das ist eine sehr einfach zu beantwortende Frage. Wenn man ein Wilderness-Gebiet hat, dann gibt es keine Beweidung, zumindest nicht von Menschen, von Menschen kontrollierte. Wenn es natürliche Beweidung gibt von Herbivoren, dann ist das super, aber eben keine Nutztiere. Wenn es keine Herbivore gibt, die schon da sind, dann gibt es Projekte, um diese wieder anzusiedeln. If people have a plan to maintain existing biodiversity, which has been created because of man-made grazing, then forget for wilderness, go for other categories of protected areas, which are on the desk and which can be used as a tool. Okay, also wenn es den Plan gibt, Beweidung, also von Menschen kontrollierte Beweidung durchzuführen in diesem Gebiet, dann ist es schlichtweg keine Wilderness Area, dann muss man sich andere Kategorien von Schutzgebieten anschauen. Ja. Okay.
So another question, or a remark. One should make a differentiation between wilderness, not managed, and cultural landscape with man interventions like grazing. Yes, exactly. Also man sollte unterscheiden zwischen Wilderness, das nicht gemanagt wird, und eben Kulturlandschaften, wo Menschen eingreifen. Yes, Okay. If we put it to the international context of the category of protected areas, wilderness is category 1. The land where we want to maintain, because through the grazing is usually category 4 or 5. Okay, also wenn wir uns jetzt die Schutzgebietskategorien von der IUCN, von der Weltnaturschutzorganisation anschauen, dann sind Wildernessgebiete in der Kategorie 1 und Gebiete, wo Beweidung durchgeführt wird, in der Regel Kategorie 4 oder 5. Okay, another question. How do you see the interaction of natural grazing with the coming back of large predators such as wolf and bears? Also wie siehst du das Zusammenspiel von natürlicher Beweidung mit der Rückkehr von großen Beutegreifern wie Wolf und Bär? Cooperation. That's a simple solution. To find a way how we can combine other interests to protect the carnivores and also get some livestock product and maintain the traditions. I will add later on. Okay, also so she's asking the interaction of a natural grazing. The question was about the man-made grazing or natural grazing. Natural grazing is fine. It is a natural actor who is maintaining the natural spontaneous processes inside the protected area. And this is what we are looking for. So even in a wilderness, the nature grazers are more than welcome, like elks, like deers, like moose, depends on the country where we are from. Okay, and then the coming back of large predators does not intervene with that. The large predators are equally important element of the wilderness or strictly protected area. So they have to find a cooperation as well, not only with the men. Okay, also die Frage von Sonja war, wie eben das Zusammenspiel zwischen natürlicher Beweidung mit dem Rückkehr von den großen Beutegreifern gesehen wird. Und Vlado sagt, dass die großen Beutegreifer genauso wichtig sind wie die Pflanzenfresser und ja, genau, sie sind genauso wichtig. Why? Because the carnivores are generally very important control mechanisms in the nature, in the wild nature, how to keep population of the grazers healthy, and partially also the number control. Okay, also die Karnivoren sind wichtig, um die Populationen der Pflanzenfresser gesund zu halten. Genau, also beide sind wichtig. Okay, so Gita says that, just a remark, I'm pointing out that natural grazing is not occurring anymore because the key rural wild grazers, also known as ecological engineers, are mostly extinct or hunted away by people. So their role is missing in an ecosystem. Then humans came with livestock and grazed. And now if we close these areas because of zero active management, then it's a big problem for the specific open land ecosystems. Yes, I can respond. Are you going to translate it? Ja, also Gita sagt, dass die natürliche Beweidung nicht mehr vorkommt, weil die wilden Pflanzenfresser, die diese Hauptrolle spielen, fast ausgestorben sind oder eben so stark bejagt werden, sodass ihre Rolle im Ökosystem fehlt. Dann kamen die Menschen mit ihren Nutztieren und haben eben mit der Beweidung angefangen.
Und wenn wir diese Gebiete jetzt nehmen ohne aktives Weitermanagement, gibt es ein großes Problem für die offenen Landschaften und Ökosysteme. Yes, this is a very tricky issue, which is very heavily discussed already decades between the 2 or 3 different groups of people or actors. And everybody has their own truth, their own right to have an opinion. Nevertheless, we have to be clear what is our objective: to protect the processes, or we want to maintain a certain stage of a country we inherited from our predecessors, for example, with our livestock. Also wir müssen uns auf jeden Fall im Klaren werden, was unser Ziel ist, ob wir die natürlichen Prozesse behalten möchten oder quasi unser kulturelles Erbe, das eben eine vom Menschen gemachte Weidehaltung beinhaltet. Okay, then there's one last remark. In the concept of wilderness, there is no problem with large predators, and the concept of ecological grazing, the application of herded grazing, so not fenced grazing, and a combination with herd protection dogs works fine. Also sie sagt, dass ja, in Wildernessgebieten, also wo nicht interveniert wird, gibt es kein Problem mit großen Beutegreifern, ja. Und eben beim Konzept von ökologischer Weidewirtschaft und von herded grazing, ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll, also nicht eingezäunte Beweidung, sondern eben in einer Herde, sind Herdenschutzhunde, genau, funktionieren Herdenschutzhunde einfach gut. Okay. Yes, I agree. Yeah. There are several models or alternatives what we can use in our lands, how to maintain and manage the land, make the wilderness if possible. So that we have to be simply prepared to accept different opinions, but also somehow stubborn if we have a special long-term objectives in our mind. Okay, also Vlado sagt, dass wir auf jeden Fall andere Meinungen akzeptieren sollen, aber eben auch hartnäckig bleiben sollen, wenn wir spezielle Ziele haben. Okay, so yeah, thank you for participating dabei. So one last remark. Some person want to graze livestock without any protection, and then they ask for the killing of large predators. Yes, that's true. As you said at the beginning, cooperation should be the main solution. I agree to that. I guess Vlado agrees as well, that cooperation should be the main solution. And I would say with those last words, we can close this nice discussion and the webinar. Yeah, thank you all for participating. Oh, one last word, sorry, Vlado. Yeah, just sure. invite, this is also invitation for next week webinar, also focusing on the different aspect of the grazing versus in a specific country like Alps. Exactly. So yes, cooperation is the main solution. And next week we will have another webinar where we talk about the grazing in the Alpine region. And we focus on different aspects, not only on the ecological, but we also talk about the cultural, the historical aspects of grazing. Also mit Sonjas Worten, dass Kooperation die Hauptlösung sein sollte, möchten wir das Webinar jetzt schließen, uns aber auch herzlich einladen für nächste Woche. Da haben wir ein weiteres Webinar mit Vlado, auch zum Thema Beweidung. Und da wird es aber eher um Beweidung in den Alpen gehen, nicht nur um ökologische Aspekte, aber auch um historische und traditionelle und wie Beweidung eben die Kultur geprägt hat. Die Präsentation wird auf der Biodiversität, auf der Biodiv im Online-Website zur Verfügung gestellt, das Recording vom Webinar, und da können Sie dann alle drauf zugreifen.
We will provide you with the webinar recording on our website, biodiv-im-wald.online. If you registered to our newsletter, you will receive the information. So have a nice day and hopefully see you next week. Thank you for participating. Okay, thank you for coming and see you next time. Yes, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Ihnen allen.